Willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch zu unserer heutigen Folge begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus Ettlingen und darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Heute unter dem Motto Dein Weg zum Erfolg – Ausbildungsmöglichkeiten bei Bruker. Egal, ob du gerade die Schule beendet hast oder nach einer beruflichen Veränderung suchst, bei Bruker findest du eine Vielzahl von Ausbildungsmöglichkeiten, die dir den Einstieg in eine spannende und erfüllende Karriere ermöglichen. Hier kannst du nicht nur deine Fähigkeiten und Talente entfalten, sondern auch einen Beitrag zu bahnbrechenden Entdeckungen und Innovationen leisten, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern. In unserer heutigen Folge erfährst du mehr über die verschiedenen Ausbildungsberufe am Campus in Ettlingen sowie deine Karrieremöglichkeiten und lernst dabei auch noch unsere Ausbildungsleitung kennen. Los geht's! Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Möchtest du dich einmal für unsere Zuhörer vorstellen? Ja, klar, gerne. Also danke für die Einladung nochmal. Ich bin jetzt ungefähr... Jetzt muss ich überlegen, seit fast 1,5 Jahren bei Bruker und seit gut einem Jahr tatsächlich habe ich auch die spannende Aufgabe der Ausbildungsleitung in Ettlingen. Wie ich heiße, habe ich schon gesagt. Andrea, habe vorher auch schon lange Jahre ausgebildet, bin auch Prüferin bei der IHK für Personaldienstleistungskaufleute. Bevor ich zu Bruker kam, habe ich ganz lange in der Zeitarbeit gearbeitet, intern, und Bruker war ein Kunde und der mir irgendwann das Angebot gemacht hat, eben direkt bei Bruker anzufangen im HR, und das war nicht das erste Mal, dass mir ein Kunde sowas angeboten hat, aber es war dann definitiv der richtige Zeitpunkt. Und dann hat sich relativ schnell die Möglichkeit ergeben, das Thema Ausbildung zu übernehmen. Und es war für mich definitiv die richtige Entscheidung, mich da zu melden dafür. Sehr schön. Also wir freuen uns auch definitiv, dass du bei uns bist. Danke. Was inspiriert dich denn jetzt bei deiner täglichen Arbeit, auch als Ausbilderin? Ich denke, was ich primär mag, und das zieht sich tatsächlich auch durch mein Leben, ist so der Umgang mit Menschen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und ich finde es unglaublich spannend, weil es sehr vielfältig ist. Ich meine, man kann niemanden in den Kopf reingucken, jeder ist unterschiedlich. Das heißt, dass man viele verschiedene Sichtweisen auch kennenlernen kann. Und natürlich, Menschen sind nicht berechenbar. Es gibt immer auch wieder positive Überraschungen. Sehr schön. Dann haben wir ja jetzt im September schon wieder das kommende Ausbildungsjahr. Es geht wieder los und wir dürfen viele junge Talente wieder am Campus in Ettlingen begrüßen. Und auch in den letzten Jahren kann ich auch aus meiner eigenen Perspektive erzählen, weil ich selber meine Ausbildung hier bei Bruker gemacht habe. In dem Bezug hat sich sehr viel geändert bei uns. Und wir konnten mittlerweile auch das Angebot erweitern. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, welche Ausbildungsprogramme Bruker denn anbietet? Ja, klar, gerne. Also zum einen im kaufmännischen Bereich bilden wir Industriekaufleute aus, dann auch duale Studenten mit Fachrichtung BWL, das ist ja das Studium, was du gemacht hast bei uns, dann Mechatroniker und ITler mittlerweile auch, und da suchen wir auch tatsächlich noch jemanden. Also falls jemand zuhört und kurz entschlossen ist, wir suchen noch einen Auszubildende zum Fachinformatiker. Sehr cool. Und das bieten wir wahrscheinlich jedes Jahr an, richtig? Ja. Cool. Wenn die Auszubildenden oder auch dann Studenten irgendwann eben ihre Abschlussprüfung abgelegt haben und dann fertig sind mit ihrer Ausbildung, dann ist natürlich auch unser Ziel, eine Möglichkeit anzubieten. Wie können denn die aussehen? Also was kann man denn nach dem Abschluss seiner Ausbildung bei uns machen? Ich meine, das große Ziel ist natürlich die Übernahme, und da bietet Bruker schon auch vielfältige Möglichkeiten. Also wir bilden nicht aus, einfach um auszubilden. Wir bilden auch aus, und tatsächlich dann auch nach der Zeit, die jemand bei uns dann auch gelernt hat und trainiert wurde, dann hoffentlich ein gutes Angebot bekommt von uns, das auch attraktiv ist für denjenigen dann zu dem Zeitpunkt. Das heißt, also klassisch wäre dann halt eben zum Beispiel, wenn jemand Mechatroniker bei uns lernt, dass er dann bei uns in der Produktion
anfängt dann auch. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir haben keine klassische Produktion wie jetzt bei Wettbewerbern oder bei anderen Industriefirmen, Industrieunternehmen, die man so kennt. Das ist nicht wie bei Daimler, dass man da am Fließband steht. Definitiv nicht. Also es ist schon ein bisschen spezieller. Macht das Ganze natürlich dann auch deutlich spannender, denke ich. Also wenn man da eben dann auch individuellere Möglichkeiten hat. Wenn jetzt jemand vielleicht noch nicht bereit ist, so wirklich für den Einstieg in den Beruf und hat aber seine Ausbildung absolviert, zum Beispiel im kaufmännischen Bereich, gibt es denn da noch Möglichkeiten, dass man da eben dann auch noch was dranhängen kann in Zusammenarbeit mit uns? Ja, klar, natürlich. Also was einige auch gemacht haben, also wir haben jetzt aktuell auch eine duale Studentin, die Isabel, die hat vorher Industriekauffrau bei uns gelernt und hat sich dann entschlossen, dass sie gerne noch den dualen Bachelor machen möchte und hat jetzt letztes Jahr angefangen mit ihrem dualen Studium bei uns. Das gibt's auch, die Möglichkeit, klar. Super, das ist natürlich auch von Vorteil, weil dann kennen auch entsprechend natürlich die Auszubildenden das Unternehmen, haben vielleicht auch schon mal die eine oder andere Abteilung durchlaufen und wissen dann vielleicht auch gerade im Studium, in welche Richtung sie sich dann entsprechend spezialisieren möchten. Definitiv, also wir machen es bei den Industriekaufleuten so, dass die müssen die ja auch mit dem Rahmenlehrplan von der IHK, aber die Industriekaufleute in der Ausbildung durchlaufen die 8 verschiedene kaufmännische Abteilungen, um halt eben wirklich so dieses Gesamtbild eines Industrieunternehmens dann auch kennenzulernen. Und wenn man sich dann nach dem Abschluss zur Industriekauffrau oder zum Industriekaufmann entscheiden würde, nochmal ein duales Studium dran zu hängen. Wie du sagst, also zum einen hat man den Vorteil, man kennt das Unternehmen schon und man hat vielleicht auch schon im Hinterkopf eine Abteilung oder eine Sparte, auf die man sich gerne spezialisieren möchte, wie jetzt zum Beispiel bei Isabel im Marketing dann auch. Und das ist dann auch definitiv möglich, so dass man dann auch nochmal tiefere Einblicke dann auch gewinnt und dann vielleicht auch schon während der Ausbildung erste Gespräche in die Richtung dann auch führen kann. Ja, ist natürlich auch toll, weil dann profitieren ja beide davon, das Unternehmen, aber auch natürlich der Auszubildende oder die Auszubildende, dass man einfach gemeinsam irgendwie diesen Weg und diese Karrieremöglichkeiten auch ebnet und sich da in gewisser Weise dann auch schon während der Ausbildung darauf vorbereiten kann, sodass der Berufseinstieg natürlich dann auch leichter wird. Ja, und da haben wir ja als Broker auch was davon, definitiv. Sehr schön. So, jetzt hast du auch erzählt, du warst oder bist auch Prüferin bei der IHK. Das heißt, du hast eben sehr viel auch nicht nur bei Broker, sondern auch außerhalb mit jungen Menschen zu tun. Wie hat das dich in deiner Person beeinflusst oder auch wie konntest du davon persönlich profitieren in dieser Rolle? Also ich glaube mal zuallererst mag ich die Aufgabe super gerne, weil das ein super wichtiger Tag ist im Leben von jungen Menschen. Und wenn man ehrenamtlicher Prüfer ist bei der IHK, egal für welchen Ausbildungsberuf das auch ist man ja ein Bestandteil der mündlichen Abschlussprüfung. Das heißt, zum einen ist das ein ganz wichtiger Tag und zum anderen hat man dann auch in der Regel, wenn alles gut läuft, die Möglichkeit, jemanden zur bestandenen Prüfung dann auch oder zur bestandenen Ausbildung zu gratulieren. Und das ist eine super schöne Möglichkeit, einfach da auch mit dabei sein zu dürfen an so einem Tag. Und dann, wenn es richtig gut läuft, wenn man dann 5, 6 Prüflinge hat und alle bestehen, kann man 6-mal jemanden die Hand schütteln und sagen, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Und das ist einfach ein schöner Moment. Immer wenn ich darüber erzähle, kriege ich auch Gänsehaut, weil das ist schön, wenn man da Teil davon sein darf. Und ansonsten ist es natürlich auch, ich bin jetzt schon eine Weile nicht mehr in der Ausbildung oder im Studium. Und es ist eine schöne Möglichkeit, so ein bisschen am Puls der Zeit auch zu bleiben, mitzukriegen, okay, was ist jetzt gerade so der Zeitgeist, was für Musik hört man oder was oder vielleicht auch so ein bisschen tiefgründiger, was denken junge Menschen über das Leben auch tatsächlich. Und das ist, ich meine, viele schimpfen immer, die Jugend von heute, ganz schwierig und hat keine Lust mehr zu arbeiten und so. Aber das kann ich persönlich überhaupt nicht unterschreiben. Ich habe da auch immer wieder die Gelegenheit gehabt, wirklich ganz spannende, auch tiefgründigere Gespräche dann auch zu führen und da auch einen ganz interessanten Standpunkt von meinem Gegenüber kennenzulernen, der nicht meiner ist, weil ich bin eine andere Generation, aber das heißt ja nicht nur, weil es meiner nicht ist, dass er dann dementsprechend schlecht ist. Ja. Und das finde ich
ja, sehr wertvoll auch. Ja, absolut. Also ich denke, wir alle können davon profitieren, wenn wir immer mal wieder eine verschiedene Perspektive einnehmen, vielleicht so ein bisschen unseren eigenen Standpunkt dann auch mal wieder hinterfragen. Ja. Vielleicht sind gewisse Dinge dann auch überholt und man kann dann einfach auch wieder in die Zukunft schauen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet, dass man da auch ein gewisses Verständnis einfach entwickelt. So wie es sich anhört, hätte ich dich super gerne als Prüferin gehabt, weil ich glaube, auch da ist natürlich an dem Tag ist es immer auch, kommt es drauf an, ne? Da muss auch, glaube ich, eine gewisse Basis auch da sein. Also ich habe auch immer wieder selber Leute auch im Studium gehabt, die dann gesagt haben, oh Gott, also wenn der Prüfer da sitzt, dann wird es schwierig, weil der legt es vielleicht drauf an, dass die Leute eben nicht bestehen, der macht es eben besonders schwer. Was ist denn da auch dir besonders wichtig als Prüferin, wie du dann eben gegenüber auch natürlich den Auszubildenden auftrittst oder auf was achtest du da vielleicht auch besonders? Ja, also ich würde sagen, wir sind ja in der Regel immer zu dritt, zu viert und wir sind ein sehr netter Prüfungsausschuss, das wissen wir auch und da legen wir auch Wert drauf. Einfach, ich denke, oder ich kann schlecht natürlich für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, in dem Fall kann ich das fast sogar. Also wir wissen alle, dass das ein ganz wichtiger Tag ist für jemanden. Und das ist unglaublich aufregend. Wir hatten auch schon Prüflinge, die geweint haben vor lauter Nervosität und so. Und wir alle waren auch schon auf der anderen Seite. Und ich glaube, so der Anspruch ist tatsächlich auch so die Art von Prüferin zu sein, die man sich selbst auch gewünscht hätte. Ich denke, jeder hat Erfahrungen auch, klar natürlich mit Prüfungen, man hat gute Erfahrungen, man hat auch weniger gute Erfahrungen, die habe ich auch und ich glaube, mein Ansporn ist tatsächlich auch, dass ich mich so verhalte, dass ich von mir sagen kann, okay, wenn ich jetzt mein Gegenüber wäre ich trotzdem okay mit meinem Verhalten dann auch. Das ist mir wichtig. Schön. Also ich glaube, da profitieren natürlich dann viele Auszubildende auch von und werden die sicherlich auch schätzen. Du hast jetzt auch schon erzählt, dass natürlich das ein besonderer Tag auch immer für dich ist, wenn du diese Prüfung dann auch durchführst mit den Auszubildenden. Gibt es irgendwie einen Moment, entweder aus deiner Zeit als Prüferin oder vielleicht auch schon bei Bruker in den letzten 1,5 Jahren, einen Moment, der dich besonders stolz gemacht hat, dann auch diese Rolle einnehmen zu dürfen? Ja, mehrere. Ich glaube, das ist immer dann der Moment, wenn man wirklich merkt, man hat ein Gespräch mit jemandem und ob das jetzt ein Azubi ist oder ein anderer Ausbilder. Ich bin ja hier in Ettlingen am Campus nicht alleine dann auch zuständig. Ich teile mir glücklicherweise gerade die fachliche Verantwortung mit Experten aus der Mechatronik und aus der IT, weil das könnte ich definitiv nicht leisten. Und wenn ich da merke, zum Beispiel mit einem anderen Ausbilder, dass wir da auch einen guten, und ich würde sagen auch mittlerweile kennen wir uns ja auch eine Weile, mittlerweile tiefgründigen Austausch drüber haben, wie wir vielleicht auch unsere Rolle sehen, was so unser Impact auf das Thema auch ist oder was auch unser Einfluss auf das Thema ist oder wie die Herangehensweise dann auch ist mit einem Azubi, mit einer Azubine, mit einem Student, mit einer Studentin, denjenigen dann auch zu führen. Ich meine, das ist natürlich auch immer, auch das macht ja immer was mit einem, wenn man da in so einer Führungsrolle drin ist. Und bevor ich zu Bruker kam, hatte ich das auch ein paar Jahre lang diese ganz klassische Führungsrolle mit Teamleitung und verschiedene Teams und aber halt eben dann auch immer nochmal die Ausbilderin zu sein. Man hat, finde ich, wenn man ich sage das immer, das hört man jetzt nicht, in Anführungsstrichen Führungskraft für einen Azubi ist oder für einen jungen Menschen generell, finde ich, ist das nochmal eine andere Verantwortung auch, weil man hat ja auch diesen Erziehungsauftrag. Und das macht was mit einem auch, wenn man merkt auf einmal, ach Gott, man hat jetzt diese Verantwortung, das ist ja nicht immer nur schön, das ist manchmal auch anstrengend, das ist manchmal auch schwierig und manchmal macht man sich auch Sorgen und Gedanken vielleicht auch, was dann mit jemandem passiert. Und wenn ich dann merke, da ist noch ein anderer Ausbilder, eine andere Ausbilderin vielleicht irgendwann auch mal, wo man sich dann darüber auch austauschen kann. Ne? Was macht es mit mir persönlich? Was hat es mir gebracht? Was sind meine Befürchtungen? Was sind meine Ängste? Wann geht es mir vielleicht auch mal nicht so gut mit der Rolle? Weil auch das passiert ja auch. Es ist ja nicht immer nur schön. Und man hat nicht immer nur schöne Gespräche. Und das ist so ein Moment, wo ich jetzt mittlerweile merke, diese Gespräche
werden immer mehr auch mit verschiedenen Menschen und das macht mich tatsächlich auch stolz, dass ich da wohl auch für manche Kollegen auch eine Vertrauensperson auch sein kann und das Gleiche auch für Azubis oder für Studenten. Wenn man da Gespräche führt, wo man dann auch merkt, okay, das ist jetzt nicht das Standardgespräch, das ist jetzt nicht das Standard-Feedback-Gespräch oder das Standard-Jahresgespräch, sondern das geht tatsächlich auch von der Tiefe her drüber hinaus vielleicht auch mal. Das ist natürlich auch schön, weil man merkt, okay, man kreiert einen gewissen Einfluss dann auch. Vielleicht kann man auch jemandem positiv irgendwie was mitgeben. Das ist immer schön. Oder jetzt habe ich gerade in den letzten Tagen mit einer Kollegin Gespräche geführt, die gerne wieder bei der Ausbildung mit ihrer Abteilung mitmachen möchte. Und wenn man da merkt, wie sich dann auch jemand freut und wie sich jemand dann vielleicht auch auf die Azubis freut, die dann wiederkommen und auch wie man da dann so ein bisschen Tipps geben kann und ein bisschen coachen kann und auch jemandem einfach auch helfen kann dann auch. Das macht mich das macht mich tatsächlich auch stolz. Das finde ich schön. Da gehe ich nach Hause und denke mir, ja, das war ein guter Tag. Und jetzt ganz, ganz konkret. Ich habe im Januar Geburtstag und ich habe ein ganz goldiges Geburtstagsgeschenk bekommen von den Azubis hier. Eine Tasse mit coolster Ausbilderin der Welt. Und ich hätte damit nicht gerechnet, dass ich überhaupt irgendwie was kriege. Das hätten sie ja auch nicht machen müssen. Und die Tasse ist wirklich, die schleppe ich überall mit hin. Zu allen Meetings. Die kriegt auch wieder gezeigt. Ja, hast du dir auch definitiv verdient, das dann zu zeigen. Also ich denke, das ist schon mal wirklich, wenn die Auszubildende, die sind auch, so wie du schon gesagt hast, einfach froh, wenn es auch eine gewisse Vertrauensperson ist, die sich da um einen kümmert und auch gerade dieses Thema, dass man auch für die Zukunft geprägt wird. Also auch ich erinnere mich noch während meiner Ausbildungszeit hier, da gab es auch gewisse Situationen oder gewisse Dinge und gewisse Tipps, die ich vielleicht bekommen habe, die prägen mich bis heute und die können gut sein, die können natürlich auch mal weniger gut sein, aber ich glaube gerade das Gute, das bringt einen auch dann voran, seine eigenen Karrierewege zu bestreiten und ich glaube, wenn man da jemanden hat, der einen da auch wirklich in der Zeit unterstützt, in der man sich auch entwickelt, dann glaube ich, bleibt das definitiv im Gedächtnis und so wie du sagst, ist natürlich auch eine Herausforderung, also kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist wahrscheinlich immer so eine Gratwanderung zwischen eben Vertrauenspersonen, vielleicht auch so ein bisschen Freund sein. Natürlich klar auch eben dieser soziale Aspekt, auch gerade in der Zeit, in der man in der Ausbildung ist, macht man vielleicht viele Dinge mit. Da geht es dann um viele Entwicklungen. Privat natürlich auch. Vielleicht zieht man aus dem Elternhaus aus, ist ein großer Schritt. Genau. Dann vielleicht irgendwie der Partner oder Partnerin. Schmerz. Genau, also ich glaube, da ist ganz wichtig und natürlich dann auf der anderen Seite aber klar auch wieder diese fachliche Führung, die natürlich auch sein muss, auch einfach die Erziehung, die du schon genannt hast, aber auch eben in Bezug natürlich auf eben das, was hier im Unternehmen stattfindet, was sollte man tun, was sollte man vielleicht eher nicht tun. Ich glaube, das ist natürlich auch immer, ist eine Gratwanderung, wird wahrscheinlich auch nicht immer leicht fallen, aber ich glaube, so wie ich das auch im Gefühl habe, wird es hier wirklich gut gemeistert und eben auch in den letzten Jahren, wie ich am Anfang schon angedeutet habe, wirklich eine extreme Verbesserung. Ich glaube auch eben da, so wie ich immer mit den Azubis spreche, auch da, die fühlen sich aufgehoben und ich glaube, das ist einfach auch das Wichtige, dass man jemanden hat, der einen da auch so ein bisschen leitet durch eben diese 3 Jahre, die es ja dauert in der Ausbildung. Ja, ist eine spannende Zeit auf alle Fälle, ja. Definitiv. Was ist dir denn, also das ist, glaube ich, auch immer wichtig, so ein bisschen dieses persönliche Mindset auch, das hattest du auch schon angesprochen, auch dieses, dass man das eben aus intrinsischer Motivation aus macht. Ich glaube, das gehört ganz viel dazu, gerade wenn man auch im Bereich HR arbeitet und insbesondere dann natürlich mit den jungen Talenten, also Ausbildungsleitung. Was sind denn dir Werte und Prinzipien, die gerade für deine Arbeit besonders wichtig sind? Auch, natürlich auch persönlich, weil ich denke, das deckt sich ja meistens dann auch. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich meine, man ist nicht ein komplett anderer Mensch auf der Arbeit in der Regel. Ich glaube, du hattest mir ja glücklicherweise die Frage tatsächlich vorab auch gegeben, weil ich finde, es ist so eine schwierige Frage auch, aber auch eine sehr gute Frage. Und ich habe mir aufgeschrieben als allererstes Integrität. Also mir ist es tatsächlich wichtig, integer zu sein, authentisch zu sein. Ich bin ein ganz schlechter Lügner. Ich habe auch leider kein Pokerface. Das heißt, man
sieht mir relativ schnell an, wie ich gelaunt bin oder wie ich jetzt was finde. Und das ist mir auch wichtig, tatsächlich auch das einhalten zu können, was ich verspreche. Und tatsächlich auch bis zu einem gewissen Punkt. Und ich meine, das ist in der Arbeitswelt manchmal auch nicht immer ganz möglich, aus verschiedenen Gründen. Aber generell, und bei Bruker ist das auch in der Zeit, wo ich hier war, eigentlich auch immer möglich gewesen, tatsächlich integer zu sein. Also nichts zu versprechen, was man nicht halten kann und auch nicht möchte. Das tatsächlich dann auch zu halten und irgendwo auch vielleicht auch jetzt mit einem gewissen Alter und einer gewissen Lebens- und Berufserfahrung ja dann mittlerweile doch auch für Dinge zu stehen. Und das ist, ich erzähle es jetzt klar, glaube ich, gerade zum 5. Mal Integrität. Was ich auch wichtig finde und auch gerade deswegen finde ich das Thema Ausbildung so spannend, ist lebenslanges Lernen. Weil auch da haben beide Seiten was davon, sowohl das Unternehmen als auch der Ausbilder, die Ausbilderin, als auch derjenige, der ausgebildet wird. Ich meine, man lernt im besten Fall voneinander und das war mir für mich einfach auch immer wichtig, immer neue Dinge auch kennenzulernen und da irgendwie nicht stehen zu bleiben. Und dann auch, finde ich finde einen respektvollen Umgang miteinander auch ganz wichtig. Ich glaube auch gerade da, wo dann halt auch Generationen aufeinander clashen. Und manchmal ist es ja nicht nur eine Generation Unterschied, auch bei Bruker manchmal ja auch 2 Generationen dann auch. Ist so ein respektvolles Grundrauschen, glaube ich, so die Grundvoraussetzung, dass das funktionieren kann. Also das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, so dieses Interesse am anderen und dann halt eben auch mal andere Standpunkte aushalten können auch. Ne? Also ich meine, nur weil jemand eine andere Meinung hat oder eine andere Einstellung, heißt das ja nicht, dass die schlecht ist. Das heißt aber auch nicht, dass die eigene Einstellung schlecht ist. Das ist ja dann einfach nur anders und ich denke, da ist es wichtig, dass man halt eben auf einer, in Anführungsstrichen, ordentlich miteinander irgendwie umgeht. So dass man von sich aus sagen kann, hey, ich habe mich ordentlich verhalten. Und auch wenn der andere jetzt Dinge tut, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich auch nicht gut finde, die ich seltsam finde, was weiß ich, seltsame Schuhe anhat, eine seltsame Frisur, keine Ahnung, oder ein Piercing an der Stelle, wo ich denke, man sollte keiner haben, ist es ja trotzdem Mensch und das sollte respektiert werden. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, und das ist total oldschool, aber das ist total wichtig tatsächlich auch, es ist Fleiß und Disziplin. Ich weiß, es hört sich jetzt wirklich oldschool an und sehr, sehr altmodisch, aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, so die kleinen Dinge auch immer wieder zu tun. Also das ist fängt damit an, wenn ich morgens in die Firma reinkomme oder ins Büro reinkomme, dass man allen guten Morgen sagt oder dass man generell in den Raum das sagt und dass man einfach auch, und es geht auch mal besser und mal schlechter und das ist auch absolut okay, weil jeder hat auch unterschiedliche Tage, aber dass man halt versucht, das Beste aus dem Tag irgendwie zu machen. Und wenn das mal nicht geht oder wenn das auch mal eine Weile nicht geht, aus was für Gründen auch immer, ist das auch absolut okay, aber ich glaube, das sollte so der Grundanspruch sein und nicht nur für die Arbeit, sondern auch eigentlich fürs ganze Leben. Ja, definitiv. Das war jetzt keine moralische Predigt irgendwie. Aber ich glaube, also zum einen muss ich sagen, das trifft natürlich genau auch auf das zu, was wir, glaube ich, auch bei Bruker generell sehr schätzen. Glaube ich, auch in den meisten Fällen gelebt wird. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausnahmen oder auch einfach Phasen, Situationen oder Phasen, wo es besser geht oder nicht so gut geht. Genau, ja. Und aber auch gerade dieses Thema Integrität, denke ich, ist super wichtig. Gerade auch das, was du alles angesprochen hattest in dieser Vorbildfunktion, die du ja auch erfüllst. Also ich glaube, das ist wichtig, eben gerade, dass du ihnen auch eben so solche Werte vorlebst, weil die werden einen das ganze Leben lang begleiten und auch gerade eben viele Dinge, die dann auch so den ersten Eindruck ausmachen. Ne? Also auch wenn sie dann eben irgendwann einen anderen Weg gehen als den bei Bruker, aber auch ich glaube, da sind es wertvolle Dinge, die man den jungen Talenten mitgeben kann auf ihren Weg, der sie dann sicherlich prägen wird und auch voranbringen. Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ich habe noch eine Sache, damit es nicht ganz so moralisch wird. Als letzten Punkt habe ich mir tatsächlich noch Spaß und Lachen aufgeschrieben. Das mag ich tatsächlich auch bei Bruker und das mag ich auch an der Arbeit mit den Azubis oder mit jungen Menschen.
dass man da oft nicht oder manchmal nicht immer ganz so furchtbar ernst sein muss. Das entspricht mir eigentlich ganz gut. Und ich merke auch bei Brucker, unsere Auszubildenden und Studenten, die sind ja alle wirklich super ordentlich und super diszipliniert. Und eigentlich bin, glaube ich da eigentlich fast ich kriege vieles auch nicht mit, möchte ich auch nicht. Aber ich glaube, ja, also die sind da fast teilweise ordentlicher als ich. Aber dann können sie auch wieder von dir was lernen, ne? Wie man vielleicht beides so ein bisschen kombinieren kann. Also ich finde das auch super wichtig und ihr macht ja dahingehend auch viele Dinge zusammen. Also es gibt verschiedene Projekte. Ihr macht zum Beispiel eben regelmäßig auch Ausflüge oder Weihnachtsfeier dann zusammen. Ich glaube, auch das ist nochmal wichtig. Und natürlich, klar, als Azubi, ne, vor seiner Ausbildungsleitung ist man vielleicht dann doch ein bisschen, reißt sich mehr zusammen, als wenn es nicht immer alles mit den Gleichaltrigen dann unterwegs ist. Aber trotzdem finde ich das eine gute Mischung und ich glaube, das ist bei Brucker auch was man hier sehr zu schätzen weiß, dass eben zum einen eben, dass man sich vielleicht auch nicht immer zu ernst nimmt und auch generell, was mir noch dazu einfällt, auch diese Flexibilität, die man einfach hat. Also gerade wenn ich mitbekomme, dass du mit den Azubis gewisse Projekte dann auch einfach definierst und dann ist das der Projektauftrag und den die dann einfach wirklich selbstständig ausführen können. Ja. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man da einfach auch so ein bisschen Praxiserfahrung sammelt, weil klar, die kommen von der Schule auch, die kommen von der Uni, kommen sie hierher und möchten natürlich das, was sie vielleicht auch dort gelernt haben, dann anwenden und auch mal sehen, wie das tatsächlich im Arbeitsalltag sich dann auch gestaltet. Also von daher auch das ist sowas, was mir jetzt immer aufgefallen ist und das ist, glaube ich, nicht nur für die Ausbildung bei Brucker, sondern tatsächlich auch allgemein im Unternehmen tatsächlich so gelebt. Ja, stimmt, gebe ich dir auch total recht. Also mir ist das auch wirklich wichtig. Ich meine, das sind ja keine Babys, die hier kommen als Azubis oder als Studenten. Das sind ja dann auch Erwachsene, in der Regel volljährige Menschen. Und an die kann man dann auch einen gewissen Anspruch auch haben. Und die wollen das ja auch. Also es ist ja, jeder möchte gerne ernst genommen werden, jeder möchte sich gerne einbringen. Und das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass da die Möglichkeit besteht. Ich meine, wir kennen uns auch vom Thema Messen. Wir sind ja mit den Azubis auch auf verschiedenen Messen vertreten und in der Regel, also den größten Teil der Organisation übernehmen die Azubis und Studenten mittlerweile auch selbst. Also im Endeffekt bestelle ich nur und bezahle und ich selbst als Brucker bezahlt und den Rest machen unsere Auszubildenden und manchmal klappt nicht immer alles, aber das würde auch so sein, wenn ich das jetzt irgendwie machen würde. Niemand ist perfekt. Und gerade bei solchen Events weiß man auch immer, also ich meine, das ist ja dann auch immer so ein Faktor X, der nicht ganz so planbar ist. Aber mittlerweile machen die das richtig, richtig gut und total selbstständig und sind, so wie ich das zumindest mal wahrnehme, mit großem Spaß auch bei der Sache auch mit dabei. Und ich finde es immer toll zu sehen. Wir sind im Januar immer auf dieser Einstieg Beruf in Rheinstetten und wir sind da so mit der Stand, der mit den meisten Personen auch besetzt ist, weil wir kommen da nämlich immer alle. Und wenn man dann mal so kurz weggeht und dann wiederkommt an den Stand und den Stand dann so ein bisschen von der Ferne dann auch sieht. Und das ist, vielleicht ist es auch was mich dann auch stolz macht, auch bei Brucker zu sein oder halt auch diese Rolle hier zu haben. Da ist dann jeder irgendwie in Gesprächen und verteilt Flyer und erzählt von seiner Ausbildung oder erzählt von seiner Tätigkeit als Ausbilder und ist da wirklich mit auch wieder altmodisches Wort, Feuereifer dabei, aber ist da wirklich auch, glaube ich, stolz und froh und freut sich, dass er darüber erzählen kann, was er hier so tut. Und das macht echt Spaß dann auch. Klar, ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Genau, ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Da gehen die dann nach Hause und wissen, das haben sie eigentlich zum größten Teil alles selbst geschafft. Und haben ihr Unternehmen, also ihren Ausbildungsbetrieb wirklich ganz, ganz toll vertreten. Also wir waren auch vor einigen Monaten bei einer, ich glaube, das war eine Realschule und wir waren als Unternehmen hier in Ettlingen und wir waren, glaube ich überlege jetzt nochmal, wir waren nicht nur, glaube ich, sondern tatsächlich auch der einzige Betrieb, bei dem die Azubis mitgekommen sind.
macht ja auch Sinn. Also ich meine, wenn ich doch jemanden erzähle, der kurz vom Realschulabschluss, was er denn für Möglichkeiten hat bei dem Unternehmen, macht es ja auch tatsächlich Sinn, dass es derjenige erzählt, der tatsächlich da ja auch gerade mittendrin ist. Deswegen wundere ich mich immer, warum das andere Unternehmen nicht tun. Und die haben das alle super gut gemacht. Und ich meine, davon abgesehen, pädagogisch, die mussten das Unternehmen vorstellen, haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und haben die mehrmals dann auch vorgestellt und präsentiert und auch alle wirklich sehr, sehr gut. Und auch das ist ja eine Übung. Ne? Also später im richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Berufsleben musst du ja auch mal wieder Präsentationen halten. Und in dem Fall war das tatsächlich auch jeweils immer so vor 20 Schülern, die auch also zu unserem großen Erstaunen auch wirklich echt brav waren. Wir hätten es uns ganz anders vorgestellt. Die Lehrer waren auch total überrascht. Aber vielleicht auch der positive Einfluss eben dadurch, dass die Azubis selber vor Ort waren. Ja, wahrscheinlich auch. Die haben das echt super gemacht und haben das alles super spannend auch erzählt. Cool. Jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass ihr eben auch wieder im Januar auf der Einstieg Beruf seid in Rheinstetten. Wenn jemand von euch Lust hat, unsere Azubis da kennenzulernen, dürft ihr uns natürlich gerne bei unserem Stand besuchen. Wir sind natürlich wieder auf der Suche nach Talenten auch für das kommende Jahr 2025 im September. Und vielleicht, Andrea, könntest du jetzt abschließend noch unseren Hörern ein paar Tipps mitgeben, wenn sich jemand bewerben möchte auf die Ausbildung oder auch das duale Studium, Tipps insbesondere zum Beispiel auch im Vorstellungsgespräch, wie man sich da vielleicht am besten vorbereiten kann. Ja, klar, gerne. Ich glaube, es fängt einfach auch an mit dem Lebenslauf. Ich glaube, da sind wir, also ich meine, da bin ich auch so ein bisschen wieder konservativ, meine Kollegen aber auch. Also uns ist wichtig, dass der Lebenslauf in einem ordentlichen Format ist und dass da keine Schreibfehler großartig drin sind und dass es halt einfach ordentlich aussieht. Das ist so das eine. Und dann wird man in der Regel auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wenn vielleicht auch die Noten passen und wenn halt auch die Motivation passt. Und dann in dem Vorstellungsgespräch ist es so, wir machen 2 Teile. Wir machen 2 Gespräche. Eins ist via Teams, also ein Videocall, und eins ist dann vor Ort. Und bei dem Videocall ist es in der Regel so, dass das Gespräch geführt wird auch von den Azubis selbst. Also die haben alle ein Training bekommen mit unseren Recruiting-Experten dann auch. Also das heißt, die wissen auch alle sehr genau, wie man ein Telefon- oder ein Teams-Interview führt. Die führen das dann auch. Dabei ist tatsächlich auch ein erfahrener Recruiter, der dann helfen und einspringen würde, wenn es mal hängt, oder der dann auch den Azubis am Schluss dann auch ein Feedback gibt, wie sie das Gespräch geführt haben. Und darauf bereitet man sich am besten vor, indem man sich einfach auch mal die Homepage anguckt. Und es ist natürlich auch klar, dass man da als vielleicht 16-, 18-jähriger junger Mensch nicht ganz so viel rausnehmen kann, weil natürlich das Thema, das wir bearbeiten als Unternehmen, schon richtig speziell ist. Aber nichtsdestotrotz, schaut euch bitte die Homepage an auf alle Fälle. Es gibt auch einen Proka-Wikipedia-Eintrag, soweit ich weiß. Der ist dann auch schon so ein bisschen einfacher. Bei dem Teams-Interview würde ich trotzdem dazu raten, dass man jetzt nicht, auch wenn man das Gespräch zu Hause im Zimmer dann führt, dass man trotzdem jetzt vielleicht nicht in der Jogginghose, gut, die sieht man nicht, aber vielleicht jetzt nicht im Schlafanzug da sitzt, sondern auch halbwegs ordentlich angezogen. Und halbwegs ordentlich zurecht gemacht dann auch. Also darauf achten wir natürlich auch schon. Und wenn man das in seinem eigenen Zimmer macht und es total chaotisch aussieht, da vielleicht auch der Hinweis, es gibt immer die Möglichkeit, dass man so einen Bildschirmschoner in den Hintergrund irgendwie dann, dass man dann halt auch nicht sieht, wo man dann eben auch sitzt, wenn dann das da, wo man sitzt, vielleicht gerade nicht so aufgeräumt ist zum Beispiel, fällt mir da ein. Das ist so die äußere Form. Einfach so ein bisschen aufs Unternehmen vorbereiten, gucken, dass man sich ordentlich präsentiert, und natürlich sollte man sich Gedanken machen, weil die Frage kommt bei uns immer, und die kommt auch in allen anderen Vorstellungsgesprächen, die man führt, dann, ob das jetzt für eine Ausbildungsstelle ist, für ein Studium oder für eine Stelle danach, warum bewerben sie sich oder warum bewirbst du dich genau auf diese Stelle, auf diese Ausbildung, auf dieses Studium. Darüber sollte man sich tatsächlich ja auch Gedanken
gemacht haben, weil im besten Fall, wenn alles klappt, verbringt man hier die nächsten 3 Jahre dann auch und es ist ja auch wirklich sehr weichenstellend, was man da auch macht. Ich meine, das heißt nicht, dass man danach nicht auch nochmal was anderes machen kann, aber es sind dann trotzdem sehr wichtige 3 Jahre und darüber sollte man sich auch wirklich Gedanken machen, nicht nur, dass man was Schlaues sagen kann dann in dem Moment, um irgendwie was gesagt zu haben, sondern dann wirklich auch für sich, fürs eigene Leben dann auch. Genau, das ist so die Vorbereitung. Und dann, wenn man da weiterkommt, dann hat man ein Präsenzinterview. Hier in Ettlingen bin in der Regel dann immer ich mit dabei. Und wenn das in der Mechatronik ist oder in der IT, der entsprechende Kollege, der dann der Ausbilder, der Fachliche vor Ort ist. Und auch da legen wir Wert einfach auf ein gepflegtes Auftreten, wie man das sagt. Man muss bei uns nicht im Anzug erscheinen oder im Kostüm, das definitiv nicht. Aber dann auch da wieder ordentlich. Auch da wird immer die Frage kommen, was weißt du schon über Bruker, was weißt du schon über die konkrete Ausbildung, um die es hier geht. Und es schadet auch nichts. Also zum Beispiel, wenn man sich in der Mechatronik vorstellt, in der Regel nimmt sich der Kollege auch wirklich die Zeit, dann mal die Produktion zu zeigen und auch die Prototypenwerkstatt dann auch, wenn das irgendwie passt. Das heißt, es schadet auch nicht, wenn man da dann wirklich Interesse dann auch zeigt und vielleicht auch mal nachfragt und auch gerne nachfragt, wenn man was nicht versteht. Wir sind hier alle, uns ist allen klar, dass wir hier mit Berufsanfängern sprechen. Und da ist nicht die Erwartungshaltung, dass jeder genau dann schon Bescheid weiß. Super. Ja. Ich glaube, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall genug Tipps, um euch vorzubereiten. Wir würden uns freuen, wenn wir die ein oder andere Bewerbung bekommen würden. Und damit möchte ich abschließen und dir, Andrea, danken für diese spannenden Einblicke, die wir bekommen haben. Und das war's für heute bei We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss!